Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, heute mal wieder auf W50 unterwegs. Lange ist es her, aber wir können mal wieder den grünen Ork beobachten. Nach wie vor immer noch ein Avatarbild, worüber ich mich sehr freue, weil es wirklich sehr gut gelungen ist. Es ist sehr stimmig und wenn man sich so ein bisschen umhört, was andere Creator und auch Kollegen zu mir sagen, finden sie auch, dass das Bild auf jeden Fall sehr, sehr cool ist. Viele finden das sogar cooler als mein Main-Avatar, also der Kollege hier, ja. Das ist halt der OG, da kann man nichts gegen sagen, ne? Aber beide haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung, ne? Übrigens, das ist jetzt neu hier oben, finde ich sehr cool gemacht, weil ja wenn ein neuer Server gelauncht wird, wurde ja der ganze Screen übergedeckt so und jetzt ist es nur hier oben dezent in der Ecke, hier so verkabelt, so als Countdown. Finde ich ganz nice. Also das kann man auf jeden Fall so lassen, das sieht cool aus. Und was machen wir heute auf W50? Wir wollen in die Dauerschleife der Idole reingehen. Wir wollen mal gucken, ob wir da ein bisschen was gedeichselt kriegen so. Es wird langsam Zeit, dass wir uns da mal reinwagen. Die Gegner werden nachher noch ziemlich schwer werden. Wir werden hier nicht so weit kommen. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass wir den ersten Endboss quasi, also den Endboss der ersten 10 Etagen besiegen können, und das ist auf jeden Fall unser Ziel. Mal gucken, wie weit wir danach noch kommen werden. Ansonsten nach wie vor kleines Update zur Holzfällerhütte, läuft alles top, kann mich nicht beschweren, jeder ist aktiv. Und falls ihr noch Interesse habt, auf W50 zu uns zu kommen oder eure Gilde vielleicht ein bisschen inaktiver sein sollte und ihr Interesse habt, zu uns zu wechseln, dann schreibt uns gerne an. Ja, hier steht ja auch in der Beschreibung, auch gerne bei Vollbesetzung anschreiben, da wir eine Warteliste führen, wo Leute auch noch drauf warten, dann halt in die Holzfällerhütte zu kommen, falls sie halt mit ihrer Gilde unzufrieden sind oder die halt eben ein bisschen inaktiver ist, etc. pp. Kann ja verschiedenste Gründe haben. Schreibt mir auf jeden Fall da und dann können wir gucken. Ihr solltet aber einigermaßen so in dem Levelbereich sein. Hier haben wir zum Beispiel jemanden, sehe ich gerade hier, 4 Tage inaktiv, da müssen wir mal schauen. Ne, wenn es immer so unentschuldigt ist, dann werden die Leute immer einmal angeschrieben, und dann halt verwarnt. Wenn es dann ein zweites und drittes Mal vorkommt, dann werden sie dann halt irgendwann, wir sind schon sehr tolerant, aber irgendwann werden die Leute dann auch gekickt und dann werden die Leute auf der Warteliste dann hier reingezogen. Ne? Das auf jeden Fall so zum Update der Holzfällerhütte. Ansonsten bin ich mit meiner Leistung hier auf dem Server auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich schwanke mal so zwischen den Top 30, mal bin ich auch auf Platz 50 oder so, aber jetzt nie viel darunter. Also das ist immer so meine Range, in der ich hier so rumgeschubst werde. Das ist immer ganz unterschiedlich, je nachdem, wie aktiv gerade die Ehrenhalle ist. Ansonsten, equipment-technisch könnte man definitiv mal wieder ein bisschen was, frischen Wind, sag ich mal, hier reinbringen. Aber ihr kennt mich da, ich bin da ja eher sparend unterwegs, als dass ich da jetzt die ganze Zeit mir bei jedem Legendary Dungeon da neues Equipment hole. Ne? Auf meinem Main möchte ich ja auf Stufe 700 erst neu equippen und das ist halt auch eine Prüfung für mich selbst, so lange durchzuhalten auf jeden Fall. Und aber ich weiß, dass ich mich da, also ich weiß dass es sich halt eben dann sehr lohnen wird und ich mich da halt auch drauf freuen werde und auch was habe, auf was ich mich dann richtig freue und darauf hinarbeite denn. Und hier auf dem Server mache ich es ähnlich. Also hier habe ich auch schon einiges an Ressourcen angespart jetzt über die Zeit. Ich verbessere auch nicht großartig mein Equipment. Ich mag es halt immer sehr gerne, wenn man ein bisschen was in der Hinterhand hat. So ein Ass im Ärmel, sag ich mal, was man irgendwann mal ausspielen kann. Jetzt aber noch nicht so doll von profitiert. Wenn ich jetzt mal vergleiche, mal schauen, wir gucken mal Leute in meiner Umgebung. Hier haben wir Leute auf 17er Verbesserung. Ich bin jetzt überall auf 12. Könnte halt definitiv noch ein bisschen höher gehen, sag ich mal. Also vielleicht ist der Schnitt so 17er, 16er, 17er. Das ist vielleicht jetzt so ungefähr das, worauf man sich spezialisieren sollte. Hier haben wir sogar 18er Verbesserung einmal. Ja, aber vielleicht, es sieht so aus, als ob viele hier halt auf den 17ern so umher gorken. Ansonsten, das ist auch schon ein neues Equipment, beziehungsweise halt ist es deutlich besser als meins. Also
höherwertiger, sag ich mal. Ansonsten haben wir hier 516er Verbesserungen drauf und ich habe jetzt hier 346er. Also da kann man definitiv auch nochmal ein bisschen Verbesserungspotenzial rausschöpfen, was natürlich auch ganz förderlich sein kann für die Dungeons. Bevor wir in die Dauerschleife reingehen, gucken wir mal ganz kurz in Olymp rein, denn der Cerberus, wir machen mal kurz, wir skillen mal noch ganz kurz unser Gold. Ich hoffe mal, ich habe den jetzt nicht besiegt. Nee, der Cerberus ist ein Gegner, der durchaus machbar ist. Da rechne ich mir gute Chancen aus. Ich hatte das vorher auch einmal kurz durchkalkulieren lassen, wie so die Chancen hier aussehen und auch den Angriffen hier zu beurteilen, hat der Cerberus auf jeden Fall eine gute Chance, dass der hier heute auch liegt. Genau, so, wir gucken mal noch ganz kurz nach den Verbesserungen. Das sieht gut aus, das ist nur das Alter Ego hier, was hier aufblinkt. Da brauchen wir nicht weiter Beachtung schenken. Und dann entern wir einfach mal hier durch. Ne? Es haben auch ein, zwei Leute gefragt, wie, auch aus der Gilde, wie man weiterverfährt, wenn man halt aus der Dungeon-Pause raus ist. Ob man dann, also wenn man dann halt irgendwann mit Stufe 500 oder was weiß ich, irgendwann so in dem Bereich die Dungeon-Pause verlässt, ob man sich dann nochmal Dungeons aufspart oder so. Aber da ist dann eigentlich die Devise so mäßig das, was halt eben dir in den Weg kommt und was halt potenziell liegen könnte. Das kann man auch ruhig mit snacken. Da braucht man jetzt nicht nochmal irgendwie extra warten oder so. Da kann man einfach alles aus dem Weg räumen, was einen so in den Weg kommt, sag ich mal, ne? Der Cerberus, der scheint hier aber noch nicht ganz das zu wollen, was ich möchte. Ich habe gedacht, der fällt jetzt hier ein bisschen leichter, weil hier schon einige Tries wirklich sehr gut aussahen tatsächlich. Aber vielleicht will er diese Folge doch noch nicht fallen. Das ist sehr schade. Dann gucken wir mal erstmal, einen noch, noch zwei, vielleicht noch drei. Okay, nee, will nicht. Dann gucken wir mal in die Dauerschleife der Idole rein. Hier habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr reingeschaut. Das ist wirklich schon verdammt lange her. Und deswegen gucken wir mal, also, was war denn das hier gerade? Hat Marquardt gerade den Treffer hier? Holy shit. Also die ganzen Gegner aus der Dauerschleife der Idole, ne? Die sind alle wirklich sehr komisch kalkuliert worden, was so die Stat-Punkte angeht. Das sind alles absolute Glass Cannons, so. Die ballern dich alle weg, ne? Aber die halten selbst nicht viel aus. So, da haben wir schon mal Unge besiegt im First Try. Und dadurch haben wir auch unser Achievement freigeschaltet und deswegen war das halt auch der Endboss gewesen. Ich kann mich noch damals erinnern, als wir das erste Mal die Dauerschleife der Idole besiegt haben hier. Da war ja Unge der Endboss und dann kamen ja 10 neue Etagen und dann kam ja noch eine extra Etage so. Da bin ja dann quasi, Spoiler, da bin ja ich dann quasi als Endboss abgebildet. Und was halt auch ganz schön ist, sag ich mal, dass halt jeder so seinen eigenen Text quasi kreieren konnte. Das ist aber noch nicht lange so, das haben viele auch nicht mitbekommen. Und viele, die halt die Dauerschleife schon komplett besiegt haben, die können halt die Texte nicht mehr sehen, weil die halt eben erst sehr spät danach kamen. So. Also wir wurden halt gefragt, ob wir für unsere Dungeon-Profile hier in der Dauerschleife, ob wir da nicht uns einen eigenen individuellen Text ausdenken möchten, den wir dann halt so oder so ähnlich im Spiel übernehmen. Und deswegen finde ich es persönlich auch ganz cool, jetzt nochmal durch die Dauerschleife hier zu gehen, um halt zu gucken, okay, wer hat sich hier einen eigenen Text einfallen lassen und wer halt eben nicht. Ansonsten war das, glaube ich, irgendwas mit Schaut nicht so in die Röhre oder was weiß ich irgendwie. Bei Keystrow haben wir jetzt schon zum Beispiel der bekannteste unter den Unbekannten, nicht einmal sein Schatten weiß, wer er eigentlich ist. Also ich weiß nicht, ob der Keystrow noch Videos zu Shakes and Fidget macht, aber damals fand ich auch schon Keystrow, sein Avatarbild, da muss ich echt sagen, Respekt, das sieht echt verdammt sick aus. Auch eins der coolsten Avatarbilder, die ich so bisher gesehen habe. Das gefällt mir persönlich auch sehr, sehr gut. Und deswegen da auch herzlichen Glückwunsch an der Stelle für dieses coole Profilbild und natürlich auch für den Platz hier in der Dauerschleife der Idole. Ne? Und hier auf W50 werden wir jeden Gegner aus diesem Dungeon hier werden wir unter die Lupe nehmen
und ich werde mit euch zusammen hier nochmal durchgehen und jeden der neuen Texte, die die Dungeon-Gegner hier halt haben, durchgehen und halt eben, ja, gucken, ob sich hier jemand für einen individuellen Text entschieden hat oder ob das halt auf der Strecke geblieben ist. Ne? Natürlich habe ich mich da an der Stelle auch nicht lumpen lassen und habe mir auch einen eigenen Text einfallen lassen. Manche kennen ihn schon. Ich hatte ihn schon hier und da mal in einem Stream gezeigt. Ich weiß nicht, ich glaube im Video habe ich ihn auch einmal gezeigt irgendwann. Also manche kennen den Text schon, manche haben ihn vielleicht selbst oder sind selbst bis dahin gekommen. Ich hatte letztes Mal auf Instagram eine Umfrage gemacht, wer schon mich in der Dauerschleife besiegt hat und wer nicht. Das kam dadurch, dass ich verlinkt worden bin von Hitsugan in einen Instagram-Post. Der macht da irgendwie so Daily Stuff auf Instagram, finde ich auch ganz nice. Also quasi das, was ich hier daily mache auf YouTube, also gibt es auch auf Instagram tatsächlich Leute, die auch Daily Stuff zu Shakes and Fidget machen, dass er mich in der Dauerschleife besiegt hat und mich dann hier drunter verlinkt. Und dann hatte ich daraufhin mal eine Umfrage auf Insta gemacht, wer mich dann schon alles hier besiegt hat und wer nicht. Und ein Großteil von euch, ich würde so sagen, ein Dreiviertel, haben mich noch nicht besiegt oder sind noch nicht so weit und der Rest, ja, hat mich halt eben schon besiegt. Deswegen, ein Großteil wird von euch wahrscheinlich noch meinen individuellen Text mal irgendwann sehen. Es dauert natürlich ein bisschen, bis man dahin kommt. Es ist natürlich nachher schon so langsam der fortgeschrittene Bereich im Spiel, wo nicht mehr allzu viele Leute nachher so großartig Bock drauf haben, ja, zu spielen. Und deswegen werden viele wahrscheinlich auch gar nicht den Text irgendwann mal miterleben so, ne? Aber ich wünsche euch da auf jeden Fall auch viel Kraft, Erfolg und Durchhaltevermögen, dass ihr auch irgendwann mal alle Dungeons im Spiel besiegt. Ich selbst habe ja auf meinem Main auch noch nicht alle Dungeons durch, aber zumindest alle Dungeons oder alle Dungeon-Gegner in der Dauerschleife. So, jetzt würde ich aber sagen, jetzt drücken wir mal ein bisschen gekonter die Enter-Taste, denn wir haben uns jetzt hier genug Kämpfe angeschaut. Der Keystrow ist definitiv machbar. Allerdings brauchen wir da wieder das kleine bisschen Glück und das haben wir diesmal. Und wir erreichen dadurch Stufe 517. Das ist sehr schön, das ist sehr fein. Und ein weiterer Gegner, der künftig vor dir erzittert. Dein nächster Gegner wartet bereits ungeduldig auf seinen Untergang. Ich glaube, der Text steht immer da, ich bin mir aber nicht sicher. Dann haben wir hier den Eipier. Ja. Und hallo zu allen Helden von dem berühmten französischen Baguette-Meister und Minecraft World Champion. Selbst betrunken sieht er jeden deiner Angriffe ganz klar voraus. Ja, also ist ganz cool. Man erlebt das nochmal ein bisschen anders, wenn man hier nochmal diese Texte hier so zwischendurch liest. Da macht das Dungeon-Klicken fast genauso viel Spaß wie beim ersten Mal, sag ich mal. Auch wenn es natürlich nicht mehr ganz so doll besonders ist. Oh mein Gott, war das knapp. Ich glaube, der hat irgendwie nur eine 0,3%ige Chance, dass der liegt irgendwie, ne? Also ist nicht groß. Ich hatte mir das vorher mal angeschaut und da ist nicht groß die Chance auf jeden Fall. Ich glaube, das wird auch der beste Try sein, den wir heute hier sehen werden. Deswegen bin ich gespannt. Wir werden hier auf W50 alle Gegner definitiv mitnehmen und ich zeige euch die nochmal mit Beschreibung. Und ja, bis wir dann eines Tages vor uns selbst quasi dann stehen, in anderer Form. Ne? Wir sind ja hier mit dem grünen Ork unterwegs, ansonsten waren wir ja mit dem, mit unserem Main-Avatar-Bild überall zu sehen. Okay, das soll es aber erstmal für heute soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.